Enden der kleinen Stadt, umgeben von dichten Wäldern, leben die Bewohner in Angst und Schrecken. Gerüchte über riesige Drachen, bösartige Kreaturen, die Menschen angreifen und gnadenlos verschlingen, verbreiten sich. Ihr beängstigendes Gebrüll hallt in den ruhigen Nächten wieder, und die Bewohner leiden unter Albträumen, die sich in ihre Träume einschleichen. In dieser schaurigen Atmosphäre hat Laila, ein mutiges Mädchen und Liebhaberin von Mythen und Fabelwesen, den starken Wunsch, die Wahrheit hinter diesen furchterregenden Gerüchten aufzudecken. Sie erkennt jedoch, dass sie echte und aktuelle Informationen benötigt, um die Wahrheit zu enthüllen. Laila wendet sich der wissenschaftlichen Forschung zu und sucht die Hilfe von Experten für Raubtiere und lokalen Legenden. Sie entdeckt, dass Drachen keine bloßen Fabelwesen sind, sondern in vielen Kulturen und Mythen auf der ganzen Welt existieren. Sie findet heraus, dass sie mit den vertrauten Drachen in der chinesischen Kultur verbunden sind, die als Symbole für Macht, Stärke und Schutz gelten. Dank modernster Technologie gelingt es Laila, aktuelle Videoaufnahmen von Drachen an verschiedenen Orten auf der Welt zu erhalten. Sie studiert ihr Verhalten und ihre Lebensräume und entdeckt, dass sie sich von großen Tieren ernähren und steile Berge erklimmen. Sie erkennt auch, dass sie ihre starken Flügel nutzen, um zu fliegen und sich zwischen den Orten zu bewegen. Während Lailas Reise fortgesetzt wird, ereignen sich in der Stadt beängstigende Vorfälle. Die Bewohner werden von ungewöhnlichen Angriffen der Drachen heimgesucht und Panik und Chaos breiten sich aus. Die Behörden verhängen eine Ausgangssperre zum Schutz der Menschen. Aber Laila weigert sich, sich mit Sicherheit zufrieden zu geben. Laila arbeitet hart daran, das Verhalten der Drachen und ihre Absichten zu verstehen. Sie entdeckt, dass sie von Umweltveränderungen und dem Aussterben einiger Nahrungsquellen beeinflusst werden, was sie dazu treibt, sich in Wohngebiete auf der Suche nach Nahrung zu begeben. Laila erkennt, dass der Konflikt zwischen Menschen und Drachen zu einer wirklichen Katastrophe führen kann, wenn sie nicht richtig miteinander koexistieren. Laila kommuniziert mit den lokalen Behörden und Experten, um nachhaltige Lösungen zu finden. Schutzgebiete für Drachen werden in den umliegenden Gebieten der Stadt eingerichtet, in denen Nahrungsquellen bereitgestellt und sichere Brutplätze geschaffen werden. Die Bevölkerung wird über die Bedeutung des Erhalts des ökologischen Gleichgewichts und der Möglichkeit des friedlichen Zusammenlebens mit den Drachen aufgeklärt. Im Laufe der Zeit ändert sich die Sichtweise der Menschen auf die Drachen. Sie werden verständnisvoller und toleranter und lernen, mit ihrer Existenz umzugehen, anstatt sich vor ihnen zu fürchten. Die gruselige Geschichte verwandelt sich in eine Geschichte des Zusammenlebens und des Verständnisses zwischen Menschen und Drachen. Lailas Geschichte wird zu einer lehrreichen Geschichte für die Menschen, da sie die Bedeutung des Zusammenlebens mit anderen Lebewesen und den Schutz der biologischen Vielfalt hervorhebt. Sie erinnert uns daran, dass Angst und Unwissenheit uns zu Gewalt und Zerstörung treiben können, während Verständnis und Zusammenarbeit zu Frieden und Nachhaltigkeit führen können. Und so endet Lailas Geschichte erfolgreich, da sie zur Heldin wird, die Umweltbewusstsein fördert und dazu beiträgt, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Menschen und anderen Lebewesen in der Welt zu erreichen. Drachen in Mythen und Kulturen. Drachen gelten als ein starkes und verbreitetes Symbol in vielen Kulturen auf der ganzen Welt. In der chinesischen Kultur repräsentieren Drachen Glück und spirituelle Stärke, während sie in der skandinavischen Kultur übernatürliche Kräfte besitzen und Schutz und Tapferkeit symbolisieren. Arten von Drachen. Es gibt eine große Vielfalt an Formen und Arten von Drachen auf der Welt. Es gibt klassische Drachen mit großen Körpern und Flügeln, ostasiatische Drachen mit langen, gewundenen Körpern,
und sogar mythische Drachen wie fliegende Drachen und Meeresdrachen. Der wissenschaftliche Ursprung der Drachen. Obwohl es mystische Vorstellungen und Mythen über Drachen gibt, sind sie keine realen Lebewesen. Dennoch deuten aktuelle Forschungen darauf hin, dass Drachengeschichten auf Beobachtungen einiger realer Kreaturen wie Krokodilen und Dinosauriern basieren könnten. Drachen in Literatur und Populärkultur. Drachengeschichten dienen als Inspirationsquelle für viele Schriftsteller und Filmemacher. Von der Romanreihe Drachenreiter bis hin zur Filmserie Drachenzähmen leicht gemacht, spiegelt die Existenz von Drachen die Fähigkeit des Menschen wider, magische und mysteriöse Welten zu erschaffen. Der Einfluss von Drachen auf die Populärkultur. Die Welt der Drachen hat einen großen Einfluss auf verschiedene Aspekte der Populärkultur, angefangen von Filmen und Fernsehserien bis hin zu Videospielen, Mode und bildender Kunst. Drachen in der modernen Wissenschaft. Der Begriff Drachen wird in der modernen Wissenschaft verwendet, um bestimmte Arten von Tieren zu beschreiben, wie zum Beispiel fliegende Echsen, die zur Familie der Agameen gehören. Diese Tiere sind Eidechsen mit dünnen Flügeln, die ihnen beim Fliegen helfen. Drachen und die natürliche Umwelt. Der Schutz der Drachenlebensräume ist von großer Bedeutung. Einige Drachenarten sind aufgrund der Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume und illegaler Jagd vom Aussterben bedroht. Daher sollten wir Bemühungen zur Erhaltung dieser schönen und wichtigen Kreaturen im Ökosystem unterstützen. Studium des Drachenverhaltens. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, um das Verhalten und die Merkmale von Drachen zu verstehen. Einige Forschungen zeigen, dass Drachen in der Lage sein könnten, durch Bewegungen und Geräusche ihre Gefühle auszudrücken. Sie nutzen möglicherweise ihre Flügel und ihren Schwanz zur Kommunikation untereinander und um Macht oder Bedrohung auszudrücken. Vielfalt von Farben und Mustern. Drachen zeichnen sich durch ihre Vielfalt an Farben und Mustern aus. Sie können bunte Federn, mehrfarbige, schuppige Haut oder sogar glänzende Hörner haben. Es wird angenommen, dass diese Variationen eine Rolle bei der Tarnung und Kommunikation zwischen den Drachen spielen. Drachen in Fantasie und Spielen. Wir können die Rolle der Drachen in der Fantasie und in Spielen nicht vergessen. Videospiele wie The Elder Scrolls V Skyrim und die Dungeons & Dragons-Reihe sind einige der bekanntesten Beispiele für Spiele, die die Welt der Drachen und epische Schlachten verkörpern. So endet unsere wissensreiche Reise über Drachen. Wir hoffen, dass ihr diese Geschichte genossen habt und von den wahrhaften und faszinierenden Informationen profitiert habt. Wenn ihr mehr spannende Videos möchtet, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns bald wieder auf einem neuen Abenteuer.